Hallo zusammen! Heute zeige ich euch, wie ihr ganz schnell ein paar kleine Bonbons häkeln könnt. Und wie ihr am Ende einen Schlüsselanhänger an das Bonbon bekommt, zeige ich euch noch später im Video. Für das Bonbon könnt ihr beliebige Farben nehmen. Ich nehme diesmal grün und weiß, ihr könnt aber auch einfarbig häkeln, ihr könnt noch mehr Farben nehmen, das bleibt ganz euch überlassen. Wir starten jetzt mit grün und häkeln zuerst die Kugel in der Mitte. Wir starten jetzt mit einem magischen Ring. Und in den häkeln wir jetzt 6 feste Maschen. Dann ziehen wir den Ring zu. Und als nächstes verdoppeln wir die Maschen. Das heißt, in jede Masche häkeln wir jetzt 2 feste Maschen. Als nächstes nehmen wir uns eine Markierung, damit wir wissen, wo die Runde anfängt und wieder aufhört. Und jetzt häkeln wir eine feste Masche und die nächste Masche verdoppeln wir. In der nächsten Runde häkeln wir 2 feste Maschen und die dritte Masche verdoppeln wir. Wenn wir jetzt die Runde fertig haben, werden die nächsten 4 Runden immer mit 24 festen Maschen gehäkelt. Das heißt, jede Runde 24 Maschen und das Ganze 4-mal. In der nächsten Runde werden wir wieder kleiner. Das heißt, wir häkeln 2 feste Maschen und die nächsten 2 Maschen häkeln wir zusammen. Eine feste Masche und die zweite feste Masche und die nächsten 2 Maschen häkeln wir zusammen. Das heißt, wir gehen hier in das vordere Maschenglied rein und in der nächsten auch. Ziehen den Faden durch beide durch und machen die Masche zu. Damit haben wir 2 zusammengehäkelt. Und das machen wir jetzt die ganze Runde rum. Nun werden wir noch kleiner mit der Kugel und häkeln nur noch eine feste Masche und die zweite und dritte Masche häkeln wir wieder zusammen. Das heißt, eine feste Masche, die nächsten 2 häkeln wir wieder zusammen, nur ins vordere Maschenglied und die Masche zusammenhäkeln. Wenn wir mit der Runde rum sind, können wir anfangen, die Kugel mit Füllwatte zu stopfen. Dazu ziehen wir den Faden erstmal ein bisschen länger und stopfen jetzt hier die Füllwatte rein. Jetzt können wir die nächste Runde häkeln und in der Runde häkeln wir immer 2 Maschen zusammen, dass am Ende nur noch 6 Maschen übrig bleiben. Jetzt habe ich schon fast alle restlichen Maschen zusammengehäkelt. Jetzt bleiben nur noch 2 über. Hier mache ich eine kurze Pause, ziehe mir meinen Hilfsfaden einmal raus und stopfe jetzt noch ein bisschen Füllwatte in die Kugel rein, damit die noch fester wird. Und da wir da jetzt nicht mehr mit dem Finger reinkommen, nehmen wir ein kleines Holzstäbchen. Mit der abgerundeten Seite stechen wir dann die Füllwatte hier noch rein. Wenn wir damit fertig sind, häkeln wir noch die letzten 2 Maschen zusammen. Jetzt können wir den Faden hier rausziehen. Den schneiden wir relativ lang ab, dass wir den Rest jetzt noch vernähen können. Dazu machen wir das Ende von dem Faden
auf eine Nadel. Und jetzt ziehen wir das Loch zu. Das heißt, wir gehen immer ins vordere Maschenglied von den letzten 6 Maschen und ziehen den Faden hier durch. Wenn wir den Faden jetzt hier locker durchgezogen haben, können wir den auch richtig feste ziehen. Und somit ist das Loch schon verschlossen. Jetzt stecken wir die Nadel genau in die Mitte rein und vernähen den Restfaden irgendwo hier an der Seite. Und jetzt ist unsere Kugel schon fertig. Als nächstes fangen wir an, die beiden Seitenteile hier zu häkeln. Dazu lassen wir uns zunächst einen langen Anfangsfaden, weil wir den nachher noch zum Vernähen brauchen. Und dann starten wir mit einem magischen Ring. Und in den magischen Ring häkeln wir jetzt 6 feste Maschen rein. Den Ring ziehen wir jetzt zu und machen eine Kettmasche in die erste Masche. Jetzt haben wir eine geschlossene Runde. Als nächstes häkeln wir eine Luftmasche, damit wir die neue Runde starten können. Und in dieser neuen Runde häkeln wir nur halbe Stäbchen. Wir verdoppeln jetzt jede Masche, das heißt, in jede Masche machen wir 2 halbe Stäbchen. Wenn wir das geschafft haben, gehen wir in die erste Masche rein und machen eine Kettmasche. Dann haben wir diese Runde auch geschlossen. In der nächsten Runde häkeln wir zunächst 2 Luftmaschen. Und jetzt verdoppeln wir auch diese Runde. Das heißt, in jede Masche häkeln wir nun 2 ganze Stäbchen rein. Und jetzt schließen wir die Runde mit einer Kettmasche. Gehen wir hier in die erste Masche rein und machen eine Kettmasche. Allerdings machen wir das jetzt nicht in grün, sondern wir nehmen uns die nächste Farbe. Denn den Rand wollen wir jetzt in einer anderen Farbe häkeln. In dem Fall nehmen wir uns hier weiß und ziehen den Faden als Kettmasche jetzt hier durch. Nun häkeln wir eine Luftmasche und die nächste Runde wird nur mit festen Maschen gehäkelt. Das heißt, in jede Masche kommt eine feste Masche. Wenn wir die Runde mit festen Maschen gehäkelt haben, gehen wir in die erste Masche rein und machen eine Kettmasche. So, als nächstes machen wir uns den Faden hier etwas länger und holen den langen Anfangsfaden auf die andere Seite. So, dass der jetzt hier unten schon rausschaut. Jetzt legen wir die beiden Seiten hier in der Mitte so zusammen und häkeln einmal von hier vorne bis hier hinten Kettmaschen. Wir können hier mit einer Luftmasche starten. Jetzt gehen wir hier vorne durch die Masche und in die nächste hier hinten und häkeln die beiden Seiten hier zusammen mit einer Kettmasche.
jetzt hier am Ende angekommen sind, schneiden wir den Faden länger ab. Und vernähen das weiße Endstück hier oben, dass das ein bisschen fest ist. Dazu machen wir den auf eine Nadel. Und vernähen den Faden jetzt. So sieht das aus, wenn alles vernäht ist. Hier ist noch der lange Anfangsfaden, den wir gleich zum Annähen brauchen. Und dieses Teil häkeln wir jetzt nochmal. Und jetzt haben wir die ganzen Einzelteile, die Kugel für die Mitte und die 2 Seitenteile. Und nun können wir anfangen, die hier an die Seiten zu nähen. Dazu nehmen wir uns den Endfaden von dem ersten Seitenteil auf die Nadel und fädeln den hier an dem ersten Ende rein. Kommen wir direkt an der Seite hier raus. Und vernähen das erste Teil an dieser Seite. Wenn wir die erste Seite hier dran gemacht haben, können wir jetzt auch die zweite Seite annähen. Und fertig ist das Bonbon. Und das können wir jetzt in allen möglichen Farben häkeln. Ich habe das in Gelb gemacht, in Rosa, in Blau oder in einer bunten Farbe, wo automatisch schon ein Farbwechsel drin ist. Auch mit einem Schlüsselanhänger. Und da habe ich was Cooles gefunden. Wenn ihr hier einen Schlüsselanhänger dran machen möchtet, dann gibt es hier so eine Kette. Den Schlüsselanhänger, da ist schon ein kleiner Karabiner dran. Und da könnt ihr euch jetzt die Stelle aussuchen, wo ihr das dran machen möchtet. Hier in dem Fall habe ich das hier oben dran gemacht. Ihr könnt es aber auch hier vorne zum Beispiel dran binden, beziehungsweise einhängen direkt. Und dann habt ihr einen coolen Bonbon-Schlüsselanhänger.